Hallo Leute, da bin ich wieder. Herzlich willkommen auf unserem Busfahrschule OE Kanal. Heute gibt es wieder Tipps vom Reisebusfahrer, muss ich ja schon sagen. Weil es gibt auch Busfahrer eben halt nur für Linie und ich kann ja beides oder ich fahre nur beides. Aber heute bin ich mit einem Doppeldecker Setra, den neuen, den wir hier haben, unterwegs. Und da habe ich mir überlegt, wenn einer von euch auch mal so einen Doppeldecker fährt, die alten Hasen, denen brauche ich das natürlich nicht zu erzählen. Die werden hier wieder ihre Kommentare schreiben. Ja, ich mache das aber so, der eine macht das so. Klar, wichtig ist das Endergebnis. Heil, gesund, ohne Schrammen, ohne Macken, ohne große Verluste draußen, in Form von Menschen, Fahrgäste irgendwo mal stehen lassen und keine Brücken mitgenommen. Darum geht's hier. Ja, wichtig ist das. Und wie ich das so praktiziere, werde ich euch versuchen, hier in diesem kleinen Video als Tipps für euch zu geben. Wenn euch das interessiert, dann bleibt natürlich dran. Es geht los nach dem Intro. Bis gleich. So, ich bin heute auf dem Moviepark hier in Bottrop. Hier fährt auch die Westische 267 zum Moviepark. Und das ist hier unser Geschoss. Guckt euch das mal an. Ja, wenn man aussteigt und sich das anguckt, dann weiß man erst, oh, das Ding habe ich gefahren. Wirklich mit Vorsicht zu genießen, weil der ist auch fast 14 Meter. Meiner, der Volvo, der ist glaube ich noch 2-3 Zentimeter länger als der. Aber ihr könnt hier schon sehen, kann ich euch direkt schon demonstrieren, wenn ihr rückwärts irgendwo reinfahrt. Ich hätte ja natürlich auch das hier den hier nehmen können, aber guck mal, da ist ein Baum. Ja, habe ich mir extra den ausgesucht, wo hinten kein Baum ist. Hier vorne wäre auch noch ein Baum, da auch. Hier vorne auch. Wenn ihr mit einem Solo seid, ist das kein Problem. Da kommt er vielleicht mal gerade so bis hier vorne hin. Oder ihr müsst ein bisschen nach vorne hier sein. Aber dann haben die anderen Busse keinen Platz. Ja, deswegen mit einem Doppeldecker immer schön aufpassen, was hinter euch ist. Der hat zwar hinten oben, könnt ihr sehen, eine Kamera. Ja, wenn jetzt hier, ich bin ja ein bisschen drüber, weil er eben halt so lang ist. Wenn da jetzt so ein Stein oder so gewesen wäre, dann wäre das natürlich auch ein Drama gewesen, aber das hatte die Kamera das schon gezeigt. So, jetzt gehen wir mal rein und dann erzähle ich euch noch ein paar andere Sachen, was ganz wichtig ist, wenn ihr mit einem Doppelstock unterwegs seid. Und hier könnt ihr auch sehen, der passt gerade hier in diese Box rein. Ja, hier ist diese Linie, wo ich mit dem Fuß hier dran bin. Ja, und wenn man einen Meter davor ist, dann steht man hier vor, dann hat der andere Bus wieder keinen Platz zum Drehen. So, jetzt gehen wir aber mal rein. Den Bus, den kennt ihr ja, den habe ich auf dem anderen Kanal euch ja schon mal vorgestellt. So, ich mache es mir mal hier bequem und erzähle ich euch mal so ein paar Sachen. Wie gesagt, ganz wichtig, die Höhe und Länge. Aber viel mehr als die Länge. Es gibt auch normale HD-Busse, die auch 4 Meter sind. Ja, aber nicht so lang sind wie der. Aber beim Doppelstock ist wirklich, der ist auf einen Zentimeter genau 4 Meter lang. Länger dürfen die auch nicht sein, weil so sind auch die Brückenmaße hier in Deutschland. In England, da braucht ihr fast keine Angst haben, weil die Doppeldecker ja auch immer da drüber fahren. Aber es gibt so Nebenstraßen, da sind auch schon mal ein bisschen niedrige, und da ist alles niedrige Brücken. Und da ist alles nicht in Metern, sondern in Feet. Das müsst ihr immer so im Kopf behalten. Was gibt's noch? Wenn ihr ein Navi habt, einfache PKW-Navi einfach einstellen mit einem Doppeldecker und losfahren, würde ich nicht empfehlen. Da würde ich mir doch lieber so ein LKW- und Bus-Navi mir kaufen. Ich habe ja den Becker. Professional heißt der, glaube ich. Und da kann man tatsächlich mehrere Profile anlegen. PKW, dann hat man LKW mit Tonnen und wie schnell der fährt. Bus und natürlich auch die Länge und die Höhe. Und da auf 4 Meter eingestellt, bevor man sich so eine Route aussucht. Dann mal draufdrücken, dann sucht er sich eine Route aus, wo keine Brücken sind. Falls das Navi
die Software natürlich neu ist. Ansonsten, ich mache das immer so, wenn ich weiß, zum Beispiel morgen muss ich ins Ausland irgendwo hin, da weiß man ja nicht, was da los ist. Ne? Bei Google Play einfach mal schon mal gucken, auch über diesen Satellit, da kann man nah genug reinmachen, ob da irgendwelche Brücken sind, also in der Stadt jetzt zum Beispiel, auf Autobahn braucht man fast keine Angst haben. Auch wenn man jetzt in so eine Jugendherberge kommt, irgendwo, sage ich mal, in England hatte ich ja gesagt, da braucht ihr nicht so viel Angst haben. Irgendwo in Dänemark, Schweden, Tschechei, Österreich oder so. Ja, da immer den Ort, wo man hin möchte, mal bei Google Play einfach mal gucken über einen Satellit. Einfach mal schauen, ob da irgendwelche Brücken oder so sind. Ansonsten auf das Navi verlassen, aber nicht unbedingt 100% auf den Navi verlassen. Das menschliche Auge, das Gehirn, das muss immer eingeschaltet sein. Wenn es rechts rumgeht zum Beispiel oder links rumgeht oder geradeaus, weitsichtig, ja, immer weit vorausschauend gucken, bevor man rechts rein, einmal schon mal so reingucken, weil ich habe das schon so erlebt, nirgendwo ein Schild Höheneingabe oder so, dass da eine Brücke ist, ne? Man fährt schön da rein, man hat ja nichts gesehen und gerade so schön, wo man reingefahren ist, dann sieht man auf einmal in 500 Metern, 200 Metern, 300 Metern 3,70 Meter. So, was machst du da? Ne? Drehen geht nicht, manchmal gibt es dann auch mal letzte Möglichkeit zum Drehen oder man hat auch gar keine Möglichkeit mehr zu drehen. Dann steht man denn da. In meiner damaligen Zeit, wo ich mal ganz am Anfang bei TK-Reisen, da haben wir auch natürlich Doppeldecker und so gehabt. Bin ich auch mal gefahren, nach Amsterdam war das, glaube ich. Und ihr wisst ja, Amsterdam und so, überall so Brücken und. Es war tatsächlich nirgendwo, ich habe mir das später nochmal angeguckt, nirgendwo angeschlagen, wie hoch das ist, Doppeldecker 4 und das war, glaube ich, 3,80. Ne? Ich fahre da schön rein, fahre auch so 500, 600 Meter links. Auf einmal, nur an der Brücke selbst, stand dann auf einmal 3,80 Meter. So, keine Möglichkeit zu drehen, keine Möglichkeit, was zu machen. Hinter mir sind natürlich auch Autos. Ja, was macht man bei so einer Situation? Polizei rufen, weil sonst kriegst du da hinten gar nicht bewältigt. Du kannst Warnblinkanlage anmachen, wie du willst, die bleiben da stur stehen, ja, kommst du nicht weg. Polizei anrufen, sagen, hier so und so ist das passiert. Man braucht auch keine Angst haben, da wird auch nichts Strafe oder so. Die kommen dann, regeln den Verkehr ab, so dass man dann wieder rückwärts rausfahren kann. Ganz am Anfang ist mir das mal passiert. Ist nicht schlimm, weil woher sollte man das wissen, dass da hinten was ist? Dann habe ich das auch erklärt, habe ich gesagt, wo ist ein Schild? Ne? So viel dazu. Und natürlich ganz wichtig, jedes Leben, sage ich mal, ist natürlich kostbar. Erstmal das eigene und dann die anderen. Hier passen 79 Personen rein. Das müsste man sich mal vorstellen. 79 Leben habe ich hier an Bord und der Fahrer, der ist für alle verantwortlich. Ja, verantwortlich für so viel Leben. Ich zeige euch gleich, die sind ausgestiegen, da habe ich ein bisschen mal gefilmt. Wir sind auch als Erster, hier sind noch keine anderen Busse und so da. Vielleicht kommen gleich noch welche, kann ich euch noch zeigen. Aber auf jeden Fall, das muss man immer im Kopf behalten, immer schön ausgeschlafen, immer mit einem hellen Kopf, nicht so, oh, und die Probleme, die man zu Hause mit dem Hamster und Frau und was weiß ich, Kinder hat, zu Hause lassen. Nicht auf dem Lenkrad, am Steuer die Probleme mit reinnehmen. Das bringt nichts, weil man ist mit den Gedanken dann immer eher, man braucht nur eine Sekunde nicht aufpassen, Sekundenschlaf oder Sekunde, irgendeiner rein, ein Unfall, Verletzte, so viele, das muss nicht sein. Das liegt mir sehr am Herzen, euch das mal einmal erzählt zu haben. Natürlich die Erfahrenen, die machen das und noch ganz wichtiger ist, kein Alkohol, Leute. Auch einen Tag vorher nicht. Man weiß nicht, wie der Körper das abbaut. Man hat vielleicht noch Restalkohol. Und wenn da so ein Unfall mal passiert und man entdeckt tatsächlich noch Restalkohol oder so. Wir haben als Busfahrer hier in Deutschland 0,0. Ja, 0. 0 heißt auch 0. Da darf kein Restalkohol oder so sein. Dann wandert man ins Knast. Ja, hart, aber ist leider so. So, ich zeige euch noch ein paar Bilder, wenn hier gleich noch was kommt. Und dann machen wir die Verabschiedung. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Also so ein Doppeldecker ist immer mit Vorsicht zu genießen. So, bis gleich.
So Leute, wie ihr sehen könnt, 79 Leute habe ich hier im Bus gehabt. Und das sind alles Leben, was hier läuft. Und wir haben die Verantwortung über diese Leben. Ja. Hier habt ihr noch ein paar Bilder, dass das wirklich nicht ein Einzelfall ist. Verschiedene Busse, aber wie ihr sehen könnt, fast meistens immer ein Doppeldecker, die mit der Höhe dann nicht zurechtkommen, aus irgendwelchem Grund, wie auch immer. Man kann nachher nicht mehr nachvollziehen, wie es passiert ist. So Leute, jetzt haben wir hier die Reiseallianz auch dabei. Der will jetzt da parken. Mal gucken, hoffentlich. Und. Der fährt wirklich... Ich weiß nicht, ob der eine Kamera hat. Der müsste eigentlich schon am Baum dran gekommen sein. Der gute Busfahrer hier. Ich gehe mal gleich nachher gucken, ob der da dran gekommen ist. Das meinte ich nämlich nachher. Guck, der ist auch ein bisschen kürzer wie meiner. Der passt da vielleicht noch so rein. Guck mal, wo der steht. Guck mal, wo ich stehe. Der ist kürzer. Ja. Aber wir gehen mal gleich gucken, ob er ein paar Bäume mitgenommen hat. So, da gehen wir mal gucken, wie der Kollege geparkt hat. Vielleicht war das auch nur eine optische Täuschung. Hier geht es übrigens hoch. Wollen wir hochgehen und gucken? Oh, der Boden, der sieht ja aus. Die kamen ja aus dem Wald. Ja, haben die Putzfrauen wieder richtig was zu tun. Guckt euch das mal an, ey. Ja, toll. Aber das ist nun mal... So ist das nun mal. Ja. So. Ach, das ist so ein kleiner Bus, wie ich dir gesagt habe. Guck mal, was für ein Unterschied. Guck mal, wo meiner steht. Guck mal, wo der steht. Und der Kollege... Ja, nicht viel, aber der hat eine Kamera gehabt. Gut. Bisschen kam er da dran, aber wenn dieser Ast hier ein bisschen drunter wäre, es haben auch schon so viele Scheiben kaputt gemacht, aber der hat auch eine Kamera gehabt. Aber das meinte ich damit. Und ich habe mir einfach eins ausgesucht, wo nichts hinter mir steht. Ja. Okay, das war's. So Leute, ich hoffe, das Video hat euch wieder Spaß gemacht und ihr habt so einen Einblick im Leben eines Busfahrers, wenn er auf Reise ist mit verschiedenen Fahrzeugen. Und für diejenigen, die einen Doppeldecker mal fahren möchten oder gerade am Fahren sind, ein paar Tipps von mir, so wie ich das immer handhabe, wenn ich mit einem Doppeldecker unterwegs bin. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, das Abonnieren bitte nicht vergessen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und natürlich noch die Glocke aktivieren, damit ihr benachrichtigt wird, wenn es wieder neue Tipps von mir gibt. In diesem Sinne, bleibt weiterhin gesund. Bis auf einen nächsten Video auf hier unserem Busfahrschulkanal. Wünscht euch euer Mehmet Ui.